Mit meinem Lieblingsstück Nummer 3 begeben wir uns in einen ganz anderen Bereich. Es ist Glacier von Alvin Lucier und es ist eigentlich ganz überschaubar. Wenn man einfach nur so sozusagen im Zeitraffer die Noten dieses Stückes spielt, dann klingt es so. Also, ich rutsche von einem mittelhohen Ton auf dem Cello immer weiter, bis ich auf der tiefen C-Seite, auf dem tiefsten Ton gelandet bin. In dem Stück passiert aber viel mehr, denn wie gesagt, das war im Zeitraffer. Ich habe jetzt für eine Einheit ungefähr eine Sekunde benutzt, im Stück selber ist es dann eine Minute. Das bringt mit sich, dass ganz viel anderes passiert. Ähm, Es bringt vor allem mit sich, dass im Raum viel passiert. Lussier, könnte man sagen, benutzt die Tonhöhen gar nicht als Tonhöhen, sondern als Produktion einer Welle, die eine bestimmte Wellenlänge hat. Am Anfang, bei dem F, mit dem das Ganze beginnt, ist die Wellenlänge ungefähr 1 Meter. Am Schluss, bei dem C, wenn ich aufhöre, ist die Wellenlänge über 5 Meter. Und mit diesen verschiedenen Wellenlängen vermisst er sozusagen den Raum, in dem das Konzert stattfindet, in dem die Aufführung stattfindet. Ähm, Vermisst insofern, als, das wissen wir auch von Blinden, dass man sich an Geräuschen richtig auch räumlich orientieren kann. Und hier ist es auch so, dass wenn, ähm, sagen wir, die Wellenlänge ist gerade 2 Meter und wenn es an dem Raum eine Stelle gibt, wo zwei Reflexionsflächen genau 2 Meter voneinander Abstand haben, dann wird diese Welle dort immer wieder hin und her reflektiert und dieser Ton wird sehr viel lauter. Was mit diesen Reflexionen auch noch dazu kommt, ist, dass sie räumlich sich verändern. Manchmal klingt das Cello so, als würde es von hinten rechts kommen, manchmal von vorne links, oben und so weiter. Das sind Sachen, die sich leider bei einer Aufnahme ganz schwer darstellen lassen. Aber was wirklich passiert, ist, dass einzelne Töne eine Resonanz bilden und das kann man auch in der Aufnahme hören. Wir hören einen etwas längeren Abschnitt, damit man wirklich Zeit hat, über dem tiefen Ton auch den sehr hohen Ton noch mitzuhören. Also zu dem Ba kommt noch ein Ba, die Septimen dazu. Noch schöner finde ich, ist es hier zu hören. Auch da, man braucht ein bisschen Zeit. Also auch in dem Stück, wenn jeder Klang bzw. jeder Rutscher 1 Minute dauert, hat man natürlich alle Zeit, es zu hören. Auch hier nehmen wir uns ein bisschen Zeit jeweils. Hier ist richtig das zu hören, was wir Dreiklang nennen. Also ich habe den tiefen Ton Ba und dazu kommt die Terz Ba, Bi. Mit noch einem Sprung in der Tonhöhe, das kann ich nicht singen, aber so kommt es. Ich spiele es gerade nochmal. Ja, gut, jetzt kommt ein Schock für Liebhaber klassischer Musik. Meine ersten beiden Lieblingsstücke, Zimmermann und Lachenmann, sind in vieler Weise noch ganz klassisch musikalisch gedacht. Gut, es gibt keine Melodie mehr, es gibt keine Harmonien mehr, aber trotzdem sind sie noch so gedacht, dass Klänge zueinander in Beziehung treten und dass die einfach unhinterfragt gehört werden. Die Produktion ist bei Lachenmann sehr hinterfragt, aber wie wir das hören, ähm, wird einfach so hingenommen. Das ist bei Lussier anders. Bei Lussier steht wirklich das Hören im Vordergrund. Wie gesagt, Klänge als eine Möglichkeit, sich zu orientieren und
ja, es steht die ganze Zeit die Frage, was hören wir überhaupt? Also wir hören nicht, es ist nicht so, dass ein Cellist sich hinsetzt und spielt irgendwas und das hören wir dann, sondern dadurch, dass es in einem Raum stattfindet, dadurch, dass es in dieser großen Zeit stattfindet, hören wir alles mögliche andere. Und es braucht überhaupt nicht sowas wie, ich habe eine Beziehung von dem einen Teil zu dem anderen, sondern es ist wie ein großer monolithischer Block, der dahingestellt wird und man kann ihm zuhören und sich an dem freuen, was alles passiert.